Für einen Kunsthistoriker und Klimt-Experten ist das natürlich ein absolutes Highlight. Die Untersuchungen, die wir in der Restaurierungsabteilung abgeschlossen haben, zeigen doch recht deutlich, dass Klimt auch während des Malprozesses noch sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, diese Komposition immer noch zu verbessern und zu perfektionieren. Auf den ersten Blick sieht das Bild ja sehr schnell gemalt aus. Man würde vermuten, er hätte wie üblich sehr, sehr viele Skizzen gezeichnet, sich dann auf eine Pose festgelegt und das dann relativ schnell gemalt. So ist es aber nicht. Die Silhouette ist schmaler geworden, er hat diese wunderschönen Wellenlinien wieder eingeführt, mit denen sich die Figur jetzt vom Hintergrund abhebt. Der Hut ist etwas anders geworden, die gesamte Kleidung hat er doch ganz stark überarbeitet. Und daran sieht man schon sehr gut, wie viel Aufwand, wie viel Energie und wie viel Experiment auch Klimt für dieses Porträt, das ihm offenbar sehr, sehr wichtig war, investiert hat. Kompositorisch ist die Adele Bloch-Bauer II doch extrem verschieden vom ersten Porträt von Adele Bloch-Bauer I, der berühmten goldenen Adele, die er etwa 5 Jahre zuvor malt. Im ersten Porträt ist Adele Bloch-Bauer sitzend dargestellt. Leicht schräg im Raum sitzend, etwas aus der Mitte herausgerückt, sitzt sie da in diesem berühmten Wust an goldenen Ornamenten. Also es ist ja kaum eine Fläche dann noch mit Farbe bemalt, sondern Klimt hat da ganz stark Blattgold, Blattmetalle, verschiedenste Auflagen verwendet, mit denen er diese ganze Komposition dann bereichert hat. Und das Porträt selbst geht in diesem Glanz von Gold fast unter. Die Adele blickt da fast schüchtern aus dem Bild. Es wirkt eigentlich passiv, scheint möglicherweise jemandem zuzuhören, ist vielleicht gerade im Begriff zu antworten. Das Expressivste an ihr sind noch die Hände, mit denen sie doch sehr intensiv dann auch kommuniziert. Ganz anders ist das im zweiten Porträt. Da steht Adele frontal, mittig, selbstbewusst im Bild, schaut direkt den Betrachter an, ist wirklich aktiv und eine selbstbewusste, starke Frau. Also Klimt zeigt dieselbe Person zweimal auf komplett unterschiedliche Weise. Die Komposition ist im Spätwerk meist gar nicht so verschieden wie in den früheren Werken. Klimt teilt den Hintergrund ein in farbige Flächen. Die Räumlichkeit wird komplett in die Fläche gedrückt und komplett reduziert. Die Figur fügt sich nahtlos ein. Weder Licht noch Schatten spielen eine große Rolle, sondern die Figur wird eigentlich als Teil dieser formalen Komposition dann betrachtet. Klimt arbeitet nicht mehr wie ein Kunsthandwerker, ganz fein nach Linien, schafft farbige Flächen, die ganz fein ausgemalt sind. Nein, also im Spätwerk nimmt er breite Pinsel, trägt die Farbe fast grob auf, sehr schnell mit raschen Pinselstrichen. Darum würde man auch meinen, das Bild wäre schnell gemalt, aber in Wirklichkeit hat sich Klimt sehr lange Zeit gelassen, um auch diese Farben perfekt aufeinander abzustimmen, um die Effekte, die er mit den Farben, mit dem Farbauftrag zu erzielen wünscht, auch perfekt hinbekommt. Und ja, er arbeitet da mit Struktur, mit Pastositäten. Er wird eigentlich richtig malerisch und das ist ganz typisch für Klimts Spätwerk ab etwa 1910. Und Adele Bloch-Bauer II ist das erste große Auftragsporträt in diesem Stil und deswegen auch ein Schlüsselwerk in seinem Œuvre. Es ist wirklich ein Highlight, ein solches Gemälde hier aus nächster Nähe betrachten zu können. Nicht in den Ausstellungsräumen, sondern wirklich in der Restaurierungsabteilung, das Bild sozusagen auf Augenhöhe vor sich zu haben und wirklich ganz genau untersuchen zu können. Natürlich auch in dem jetzt frisch restaurierten Zustand, wo die Farben noch viel schöner und leuchtender hervorkommen, wo das Bild befreit ist von diesem Schleier an Verschmutzungen, der zuvor noch über den Farben gelegen ist. Und das gibt auch einen ganz neuen, frischen Eindruck. Also für einen Kunsthistoriker und Klimt-Experten ist das natürlich ein absolutes Highlight.